du willst auch schon immer mal wissen, wie man das Leuchten in Fahrt bekommt oder wie man am schnellsten die 100 Kilometer pro Stunde erreicht und so den Erfolg holt, dann bleib dran, denn in diesem Video zeige ich dir 15 Tipps, von denen du auf jeden Fall ein paar noch nicht wusstest. Bleib dran, viel Spaß bei dem Video, ride on, und wir fangen jetzt erstmal mit etwas an, was du wahrscheinlich schon benutzt. Die Zwift Companion App. Also in erster Regel ist das wirklich der beste Way to go, sein Setup mit dem PC zu verbinden. Weil bei mir ist zum Beispiel der Fall, das Mainboard, also der PC, ist nicht so gut in Bluetooth-Verbindung und dadurch disconnectet sich die Verbindung immer wieder mal mitten im Spiel und wenn es ausfällt, mitten im Rennen oder in einem Workout. Genau, was kann man damit machen? Man kann damit, wenn man jetzt keine Steuerung hat, so wie ich, kann man da auch seine Emotes eingeben. Hier ganz viele verschiedene. Man kann hier das Ride On geben, das berühmte, aber auch die Bell oder I'm Toast oder Wave, was auch immer. Außerdem kann man im Global Chat miteinander schreiben. Dann geht man auf Messages und dann sieht man quasi hier alle Nachrichten und dann kann man quasi den Leuten, die in der Nähe sind, schreiben. Man kann aber auch hier links unten nochmal eine Direct Message auswählen und dann hier irgendwelche Leute auswählen, die halt in der Nähe sind. Vielleicht kennt man ja jemanden. Und hier ist quasi nochmal sowas wie, keine Ahnung, wie so ein Garmin-Computer halt oder Wahoo Element. Und dann sieht man hier ganz vorne nochmal die Map, also die Karte mit dem HUD auch nochmal ganz oben. Man kann rauszoomen und sich die Karte ein bisschen genauer anschauen. Außerdem kann man hier unten, hier kann man noch Fotos machen, die macht es dann automatisch im Spiel oder man kann eine Bildschirmaufnahme machen. Genau. Ich nutze es halt immer perfekt, um meine Geräte miteinander zu verbinden. Man muss halt einfach im gleichen WLAN sein wie der PC und dann geht es schon automatisch. Außerdem gibt es auch noch so exklusive Kleidungsstücke, also exklusive Jerseys, die du in Zwift freischalten kannst. Da gibt es einmal zum Beispiel das Average Challenge Jersey, das ist ganz einfach. Da musst du halt die Average Challenge aktivieren, das was ich auch gerade gemacht habe. Man kann es auch am Stück machen, dann fährt man so 8 bis 12 Stunden, kommt auf die eigene Fitness. Zwift ist aber nicht nur für Fahrradfahrer, sondern auch für Läufer und deswegen gibt es auch für Läufer spezifische Kits, aber darunter gar nicht so viele. Zum Beispiel, wenn du einen Marathon läufst, bekommst du einen Marathon-Finisher-Jersey oder wenn du die 5K unter einer bestimmten Zeit läufst, bekommst du das 5K Speed Kit. Außerdem gibt es noch das Century Kit, das bekommst du, wenn du ein Century, also 100 Kilometer fährst. Und wenn du nicht nur 100 Kilometer fahren möchtest auf Distanz, sondern auch 100 Kilometer pro Stunde fahren möchtest, da gibt es nämlich auch ein Jersey, das du verdienen kannst. Dann musst du quasi den Radio Tower runterfahren, ohne zu treten, am besten im Speed-Modus mit dem Item und dann hast du easy die 100 Kilometer pro Stunde geknackt und hast dann auch einen Erfolg freigeschaltet. Das ist ein Feature, das wahrscheinlich nur die Zwift Ride Leute haben. Und zwar nämlich gibt es hier unten, ne? Da gibt es einen QR-Code und Drückt quasi zweimal nach oben, zweimal nach unten, links, rechts, B und A und dann sieht es aus, als hätte man einen riesen Kopf einfach. Und die beste Art, XP zu bekommen, also Erfahrungspunkte, ist halt, wenn man in einer Gruppe fährt. Ja. Genau, man ist immer im Windschatten, man muss weniger Kraft aufbringen und deswegen kann man mehr Kilometer machen, weil man macht ja pro Kilometer 20 XP und wenn man halt dann quasi nicht so viel Kraft ausgeben muss, dann kann man es länger machen, es länger aushalten. Und natürlich auch, was immer ganz wichtig ist,
dass man, wenn man jetzt einen Aufstieg fährt, dass man einfach runterrollen lässt und nicht oben stoppt. Weil das sind Free XP. Da lasst du einfach rollen, dann, weil ab 58 oder so rollt er, glaube ich, automatisch und du musst das ja machen. Und dann setzt du dich einfach noch ein paar Minuten hin, der fährt runter und du hast nochmal extra 100 bis 200 XP. Ebenso brauchst du auch Strecke in die Höhe, wenn du das leuchtende Fahrrad, das Traumberg, freischalten möchtest. Bei Challenges in Zwift kann man zwischen dem Everesting, der California und der Italy Challenge auswählen. Für das Erreichen dieses Ziels bekommst du ein Fahrrad geschenkt. Um das Traumbike zu bekommen, musst du aber erstmal die Everesting Challenge abschließen. Dabei bekommst du das Trekker-Monda, eines der leichtesten Räder im Spiel. Ja, auch hier haben die Fahrräder bestimmte Gewichte. Yes! Und so einfach geht's. So einfach kann man das Trek-Monda freischalten, indem du die 8848 Meter fährst. Bei der Italien Challenge bekommt man ein Pinarello Dogma F8 und bei der Californian Challenge ein S-Works Tarmac Pro. Doch wie bekommst du jetzt das Traumbike? Wenn du die Everest Challenge geschafft hast, dann schaltest du eine neue Herausforderung frei, bei der du insgesamt 50.000 Höhenmeter klettern musst. Dabei zählen aber die 8.848 Höhenmeter vom Mount Everest schon zu. Das Traumbike ist eines der besten Fahrräder im Zwift-Universum. Es hat nämlich exzellente Balance zwischen Aerodynamik und Körperleistung. Außerdem leuchten die Laufräder und es ist ein Statussymbol für viele Zwifter. Am meisten Höhenmeter auf kurzer Strecke mit wenigstmöglich Leistung sammelt man auf der Alpe Zwift Route. Dort sind es ca. 0,87 kJ pro Meter, die man dort aufbringen muss. Danach folgt der Radio Tower, wo man nur 0,84 kJ pro Meter fahren muss. Bevor wir aber zum nächsten Punkt kommen, möchte ich mich mal für das Feedback beim letzten Video bedanken. Wir haben sehr viele Leute auf meinem Kanal gefunden. Ich habe vor, dieses Jahr 2050 richtig viel Videos zu machen, vor allem auf YouTube, aber auch auf Instagram. Also lasst gerne ein Abo da, vor allem wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich laufe zum Beispiel Standpunkt jetzt in einer Woche einen Halbmarathon und da werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Seid gespannt auf das neueste Video. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Support ist kein Mord. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Ich drücke hier beim Swift Ride einfach nach oben und da kommt unten diese Leiste. Und hier erscheint dieses Symbol mit diesem Kaffee. Also, wenn du quasi jetzt gerade irgendwie 2 Stunden gefahren bist, aufs Klo gehen musst oder was zu trinken holen musst, dann kannst du draufdrücken. 3 Minuten hält der quasi deine Geschwindigkeit an der Person, die dir am nächsten ist, für die letzten 3 Minuten. Kann schon ganz wichtig sein, weil man dann sein Tempo halten kann und nicht wieder krass beschleunigen will. Es gibt in Zwift 100 Level, die man erreichen kann. Es wird immer schwerer, das nächste Level zu erreichen, weil man immer mehr XP braucht. Aber es gibt verschiedene Belohnungen, die man nach jedem Level bekommt, wie zum Beispiel eine Brille oder ein Jersey oder einen bestimmten Helm. Es gibt aber auch manche Level, da bekommt man richtig coole Sachen, mit denen man sich crazy verändern kann. Wie zum Beispiel auf Level 50 bekommt man die Fire Socks. Da ist es so, wenn man mit den Fire Socks 150% seiner FTP tritt, dann hat man 12 Sekunden lang so einen Feuereffekt hinter sich auf der Straße und man kann es immer wieder wiederholen, aber es geht halt maximal 12 Sekunden. Außerdem gibt es auch noch die ganzen Boosts, die man ja im Rennen haben kann, wenn man durch diese Bögen durchfährt. Da gibt es 7 verschiedene Boosts. Einmal haben wir den Aero Boost, den Helm quasi, der reduziert den Luftwiderstand um 25% für 15 Sekunden. Und er ist eigentlich perfekt für flache Streckenabschnitte, um Zeit zu sparen oder beim Sprinten. Dann gibt es noch Featherweight oder halt Feder auf Deutsch. Der reduziert dein Gewicht um 10% für 15 Sekunden und ist halt perfekt für kurze, steile Anstiege. Dann gibt es noch diesen Draft Boost, also diesen Truck, dieses Symbol, der verstärkt quasi den Windschatteneffekt um 50% für 30 Sekunden.
ist halt einfach nur schlau, das zu nutzen, wenn man in der Gruppe fährt oder hinter einem anderen Fahrer. Sonst bringt das eigentlich nichts. Dann gibt es auch den XP-Boost, das ist der Stern oder dieses Pluszeichen. Das gibt dir sofort zusätzlich 10 XP-Punkte. Das hilft dir halt schneller im Level aufzusteigen, aber es ist kein taktischer Vorteil im Rennen. Und dann gibt es noch die Power-Ups für Rennen selbst. Da gibt es einmal das Invisibility Power-Up, das Gespenst quasi. Das macht dich für 10 Sekunden unsichtbar für andere Fahrer. Und es ist super für taktische Moves in Rennen, zum Beispiel für einen überraschenden Angriff. Dann gibt es noch den Burrito, das Burrito-Symbol, ganz einfach. Er neutralisiert den Windschatteneffekt anderer Fahrer in deiner Nähe für 10 Sekunden. Und es ist ideal halt, um Angriffe aus anderen Gruppen zu erschweren. Und zuletzt gibt es noch den Steamroller, die Walze. Er macht unwegsames Gelände wie Schotter oder Kopfsteinpflaster für 30 Sekunden so schnell wie Asphalt. Weil, das wissen vielleicht auch noch nicht so viele, die Wege, die geschottert sind oder aus Rasen, mit Gras bedeckt sind, die sind für Gravelbikes und Mountainbikes schneller befahrbar und Rennräder haben da einen Nachteil quasi, darauf zu fahren. Genau, noch ein paar Quick Facts über das HUD hier. Also hier über mir sieht man quasi die Minimap mit der Karte, wo genau ich mich befinde in der Welt. Hier links wird ganz Segment angezeigt und darüber die wichtigsten Daten wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Distanz, Höhenmeter und die Zeit, die ich schon gefahren bin. Und unter den Kilometer pro Stunde, da ist eine kleine Zahl, 23, das ist das aktuelle Level, das ich bin. Und diese orange Leiste, das beschreibt, wie weit ich schon fortgeschritten bin im Level. Und links oben sieht man dann nochmal die Durchschnitts-Watt und Heartrate-Werte, aber auch die Trittfrequenz und meine verbrannten Kalorien sowie auch meine aktuellen Wattwerte. Da haben wir zum Beispiel jetzt hier 1 auf der Tastatur, das kann man quasi nur auf der Tastatur machen, ist die normale. 2, da wird ein bisschen rangezoomt. 3, da sieht man quasi die Sicht des Fahrers, also von sich selbst eigentlich wäre. Dann 4, das ist eigentlich meine Favorite, das sieht man von der Seite. 5 von hinten, 6 von vorne, 7 von oben von der Seite, 8 auch wieder von oben, 9 auch wieder von oben. In Zwift kann man auch Workouts, die quasi von dem Hersteller selbst erstellt worden sind, auswählen. Hier sind zum Beispiel ganz viele. Zum Beispiel man kann einfach 30 Minuten oder 90 Minuten Full Power geben und es gibt auch extra Intervalle für Endurance, Sweet Spot oder FTP-Tests gibt es auch unter anderem auch. Oder man kann einfach nur climben oder sprinten und ja, das kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Im Item Shop kannst du deine Drops ausgeben für Sachen wie zum Beispiel Frames von verschiedenen Herstellern wie Cube oder Canyon oder auch Cervelo oder Colnago. Die verschiedenen Fahrräder zu kaufen, schaltet man aber erst ab einem bestimmten Level frei. Man kann sich aber auch Laufräder kaufen, wie zum Beispiel von Envy, DT Swiss, auch wieder in verschiedenen Größen und in verschiedenen Leveln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gern ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpassen werdet. Und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ride on!